Bye bye Kappadokien. Wir fahren jetzt zum Flughafen, sind jetzt mit dem privaten Taxi unterwegs. Denn nach der Hinfahrt, wir wurden mit so einem Transportunternehmen hierher gefahren zum Hotel. Das haben wir über das Hotel gebucht. Also wir haben das wirklich selber in die Hand genommen, weil die Hinfahrt, das war eine Zumutung. Der ist gefahren ohne Ende, wie ein Besenkter über die Autobahn. Und die Gefahr wollten wir uns einfach nicht mehr haben. Das Schlimme war einfach Zeitverschwendung. Der ist mit uns durch, glaube ich, lass uns lügen, 6 Hotels gefahren. Naja, lass es 4 gewesen sein. Aber wir waren trotzdem eine Stunde nur in den Orten oder Vororten unterwegs und haben die ganzen anderen Gäste da ausgelassen, bis wir als letztes dann ausgestiegen sind. Nee, das wollten wir nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wir haben dann halt die Zeit ein bisschen mehr genossen, bis auf die letzte Minute mit dem Sonnenuntergang noch. Und haben dementsprechend das Taxi so spät wie möglich gebucht. Er fährt uns jetzt zum Flughafen, sind in 40 Minuten da. 21 Uhr fliegen wir zurück nach Istanbul. Freuen uns, da dann die letzten 3 Nächte zu verbringen. Noch ein paar neue Sachen zu entdecken. Und wir sehen uns dann morgen. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen mit unserem eigengebuchten Privattaxi von Booking.com. Hat alles super geklappt, pünktlich. Wir waren tatsächlich sehr, sehr früh da. Jetzt fliegen wir nach Istanbul zurück, haben dort auch ein richtig cooles Hotel finden können. Wir sind schon ganz gespannt, wie das aussehen wird. Morgen früh werdet ihr dann einen kleinen Roomtour sehen. Wir haben noch eine kleine Reise vor uns, aber das Einzige, was wir seit einem Jahr wirklich schätzen, ist so ein kleiner Luxus und den merken wir jetzt wirklich hier, dass wir das nicht hier haben. Ihr wisst, man kann ja mit der American Express zum Beispiel, mit der Platinum, in die Lounges reingehen. Kostenlos. Man bekommt dort ruhige Lounges, man kann dort ein bisschen entspannt vom Flug, man kann essen, trinken, alles drum und dran, for free. Das ist hier am Flughafen nicht so der Fall. Und hier merken wir, dass es einfach überfüllt ist. Die Leute husten zu viele Leute aufeinander. Man merkt einfach, dass man diesen Luxus hier nicht hat. Wenn man das einmal hat oder genießen durfte, dann will man das nicht wieder hergeben. Deswegen schätzen wir wirklich diese American Express, wo wir halt diesen Loungezugang haben. Wenn ihr wissen wollt, wie die American Express, was für Vorteile ihr habt, haben wir unten einen Link für euch vorbereitet. Dort stehen alle Informationen direkt von American Express. Dort erhaltet ihr auch über unseren Link diese knappen 50.000 Meilen und könnt dann dementsprechend eure American Express Platinum für eure Reisen auf der ganzen Welt. Wir sehen uns morgen in Istanbul. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück in Istanbul. Wir sind gestern Abend gelandet, relativ spät, das habt ihr ja gesehen. Wir sind hier gerade wieder schon, wo wir waren. Aber es ist ganz kurios. Hier ist der günstigste Laden, hinter dir. Das ist der günstigste Laden für Kleidung in der Türkei. Hier hinter mir ist das Hotel, wo James Bond gedreht worden ist. Und hier ist noch ein 5-Sterne-Hotel. Das ist so ein bisschen kurios, dass alles so auf einem Platz ist. Das sieht man die Vielfältigkeit. Und hier sind halt drumherum ist halt dieser ägyptische und auch der Grand Bazaar. Ja, wir erkunden heute wieder Istanbul und zeigen euch später unser echt cooles Hotel. Ich kenne ja die typischen Dönermesser, ne? Diese langen Teile. Er macht sie wieder scharf. Ich bin jetzt wieder bei Havis Mustafa, der bekannte Baklava-Hersteller hier, beziehungsweise der bekannteste, der das hier alles so Süßspeisen macht etc. Also wir haben jetzt uns Cappuccino bestellt und 3 unterschiedliche Baklava. Aber eine Sache, wenn ihr nach Istanbul kommt und in Ruhe haben wollt, dann nicht in der Innenstadt. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, hört mal einfach nur zu. Also wirklich die ganze Zeit habt ihr irgendeinen Sound, irgendeine Polizei, alles was ihr wollt. Ja, genau das, also die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, wir probieren jetzt hier, schauen noch, was es hier noch so alles gibt. Vielleicht denken wir was Neues, aber wenn nicht, dann werden wir entweder ins Hotel gehen oder zurückfahren, dann zeigen wir euch das Hotel. Oder wir gehen spontan heute Abend auf ein Boot, wo man so eine Turkish Night mit Essen, allem drum und dran hat. Das geht irgendwie so 3 Stunden. Das haben wir nur durch Zufall entdeckt. Mal gucken, was wir machen. Wir entscheiden spontan. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. So, wir sind jetzt durch, haben hier 287 Lira gezahlt. Also für 3 Baklava, ein Cappuccino. Ist okay, war sehr, sehr lecker. Cappuccino kann man in Italien, glaube ich, besser als hier. Wir werden jetzt noch wahrscheinlich durch die Stadt ein bisschen schlendern und dann weitergehen, wo es auch immer uns hintreibt. Und dann wahrscheinlich ins Hotel, dort den Spa genießen. Wir zeigen euch dann das Hotel
und werden wahrscheinlich dann auch die Füße hochlegen. Ich glaube, das war es dann erstmal für den Tag, weil wir echt kaputt sind von den 4 Tagen in Goreme und den emotionalen Momenten beim Heißluftballon. Wie ihr seht, wir haben uns einen Maiskolben geholt. An jeder Straßenecke gibt es Maiskolben oder halt Kastanien, Esskastanien, die ihr essen könnt. Wir haben dafür jetzt 30 Lira gezahlt, also unter einem Euro. Ziemlich cool. Es ist zwar nicht ruhig, aber ruhiger am Wasser. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt mit der echt coolen Aussicht, um einfach mal diesen Ansturm von Lautstärke. Ich glaube, wir haben festgestellt, also an den ersten Tagen, die Lautstärke haben wir gar nicht so wahrgenommen. Aber als wir dann in Goreme waren, da hatten wir Ruhe. Da war nicht irgendwie die ganze Zeit Gehupe, da war nicht irgendwie die ganze Zeit eine Tram oder ähnliches, sondern da war einfach Ruhe. Und jetzt sind wir hierher gekommen, wir haben schon alles gesehen in der ersten Woche. Und jetzt nehmen wir das anders wahr. Man nimmt halt die Lautstärke hammerdoll wahr. Und das ist einfach eine ziemlich laute Stadt. Ja. Wir genießen jetzt den Ausblick und unseren Maiskolben. Bei uns oder in Europa vermehrt sind es die Kirchenglocken, die läuten. Hier sind es halt die Muezzine, die halt, ich glaube, 5-mal am Tag oder sowas schreien. Ich bezeichne das mal so, ich verstehe es leider nicht. Ich würde es gerne verstehen. Also für mich ist es eher so ein bisschen, ich meine das nicht negativ, aber so ein bisschen Gejaule. Ich verstehe es einfach nicht. Bestimmt singt er da irgendwas, was mega bekannt ist, was mega heilig ist. Keine Frage. Aber ich verstehe es leider. Ich würde es gerne verstehen. Wir müssten vielleicht so ein Display mit aufsetzen mit Übersetzung oder sowas. Das wäre cool. Wir fahren jetzt weiter mit der U-Bahn, weiter Richtung zu den bunten Häusern. Ich hoffe, man hat uns gesehen. Also wir gehen jetzt zu den bunten Häusern. Ist gar nicht so weit von hier. Ballard heißt es hier. Wir sind jetzt bei den bunten Häusern angekommen. Bunte Häuser. Ich glaube, für ein Fotomotiv ist das ganz cool. Wir haben leider unsere 360-Grad-Kamera heute nicht mit, aber wir zeigen euch das mal so. Egal ob Istanbul oder Kapstadt, bunte Häuser ziehen, glaube ich, jeden an. Ein Instagram-Hotspot. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Investmentmöglichkeit, irgendwo Eintritt zu verlangen für bunte Häuser, damit die Leute das fotografieren. Egal wo. Es ist richtig voll. Jeder macht hier Fotos. Ich will jetzt die Kamera nicht umdrehen, wenn es einfach Massen an Leuten sind. Vielleicht gehe ich da durch Zufall jetzt lang. Aber es ist halt, wie gesagt, bunte Häuser. Mehr ist es halt nicht. Also wenn ihr im Auto herkommt, eine Katze wird euch auf jeden Fall besuchen. Denn gefühlt auf jedem Auto oder jedem zweiten Auto ist hier eine Katze. Das ist cool. Schön. Und das war's auch. Wir genießen jetzt ein bisschen den Sonnenuntergang, werden gleich noch was Kleines essen. Dann fahren wir endlich zu unserem Hotel, dann zeigen wir euch das auch endlich mal. Hier auf der Seite, seht ihr, da ist halt die Brücke. Und hier, da angeln sie alle. Also ich weiß nicht, gefühlt 100 bis 200 Angler, die hier kleine bis große Fische fangen. Wir genießen halt, wie gesagt, jetzt den Sonnenuntergang. Das sieht ziemlich cool aus, vor allem hier mit der Moschee. Da auf der Seite, da seht ihr da hinten, da gab es überhaupt gar keine Restaurants, nicht so wirklich Restaurants, die am Wasser sind oder so. Deswegen sind wir da jetzt nicht nochmal hingegangen. Da ist der Galata Tower. Und da war auch unser Hotel von vor einer Woche auf der Seite. Deswegen, die Seite kennen wir eigentlich fast auswendig. Jetzt entdecken wir so ein bisschen die Seite in Richtung der bunten Häuser. Ballard, fahren dann gleich zu unserem Hotel. So, wir sind nun in unserem Hotel angekommen, von dem ganzen Trubel der Innenstadt, von der Lautstärke. Einmal weg sind wir tatsächlich jetzt auch sehr, sehr froh, angekommen zu sein. Es ist jetzt, glaube ich, 20 Uhr, wie wir versprochen haben. Zeigen wir euch jetzt das Hotel, denn wir sind im Hyatt Regency Ataköy in der Türkei, ein bisschen weiter außerhalb von der Innenstadt. Also man kann, glaube ich, sowohl mit einer U-Bahn oder Metro hinfahren. Wir sind mit dem Uber hin und her gefahren. Das geht völlig, also 15, 20 Minuten ist man dort in der Innenstadt. Und ich zeige euch mal, wie das Hotel aussieht. Im Hintergrund seht ihr das schon mal, aber schaut euch mal das hier bitte an.
Ist das nicht schön? Das ist wirklich sehr, sehr selten, in solch einem schönen Hotel zu sein. Das hat 5 Sterne. Wir sind wirklich begeistert, wirklich. Also wir haben schon einige 5-Sterne-Hotels gesehen, aber das hier übertrifft einiges. Wir haben ein kleines Upgrade bekommen. Wir haben das Ganze über Booking.com gebucht, weil wir da relativ viel drüber buchen, aber auch, weil wir mit der American Express Platinum bezahlt haben. Das bringt so manchmal einige Vorteile. Jetzt auch hier im Hyatt. Das heißt, hat uns, glaube ich, einfach mal so 2 Kategorien nach oben gebracht. Wir haben kein Standardzimmer bekommen, was wir eigentlich gebucht haben, sondern wir haben irgendwie so ein Superior Schieß mich tot irgendwas bekommen. Also ziemlich cool mit einer schönen Aussicht auch aufs Wasser. Ich werde morgen noch mal ein paar Szenen zeigen, was für einen Ausblick wir haben aufs Wasser. Ich zeige euch gleich mal ganz kurz das Zimmer. Aber wie gesagt, das Hotel ist hier wirklich der Hammer. Und ich gehe jetzt mal ins Zimmer. Wir sind jetzt hier in unserem Zimmer. Wie gesagt, wir haben ein Upgrade bekommen aufgrund der American Express. Und ja, so schaut das Ganze aus. Hier ist auch ein Bademäntel, denn es gibt ja auch ein Spa, Safe, alles vorhanden. Dann gibt es hier noch einen Schrank. Ich zeige euch morgen nochmal eine Aufnahme, wie das hier aussieht. Ja, also dahin ist auf jeden Fall das Meer. Hier haben wir einen schönen Ausblick. So, das ist im Übrigen unser Ausblick bei Tag. Mega cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Singapur. Die ganzen Schiffe, die ihr da seht. So ist das ungefähr auch an der Küste von Singapur. Da hinten sind noch ganz viele weitere Hotels. Und hier so ein cooler Park, wo die Leute halt mit Decken und Picknickkörben sitzen und ihren Tag genießen. Das war unser kleines Zimmer, nennen wir es mal, was so groß ist, gefühlt wie eine ganze Wohnung. Wir sind sehr, sehr froh, ein Hotel etwas weiter außerhalb zu haben, denn von diesem ganzen Stadttrubel runterzukommen, ist das hier, glaube ich, die perfekte Abwechslung. Übrigens, wir haben einen Zweitkanal, der heißt Hotel Moments, und da präsentieren wir Hotels. Also wenn ihr da ein paar Empfehlungen haben wollt, Hotels in Mexiko, in Kapstadt, in Santorini und egal wo, dort haben wir einige Hoteltouren gemacht. Und dort zeigen wir euch nämlich die Hotels von der Perspektive eines Gastes. Es geht nämlich darum, euch einfach einen Einblick zu geben, wie die Hotels letzten Endes von innen aussehen, wie sie wirklich aussehen, nicht wie man das auf den Bildern so kennt. Also wunderschön ist und letzten Endes in der Realität doch ganz anders. Ich würde sagen, wir beenden den heutigen Vlog. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.